willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal mit einem etwas anderen Video, denn der MX5 ist ein Brand zum Opfer gefallen. Ich war währenddessen nicht am Auto am Arbeiten, ich war währenddessen hier zu Hause. Ja, und deswegen kamen jetzt auch relativ lange keine Videos mehr. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, nachdem das passiert ist, war ich jetzt erstmal nicht mehr so krass, ja, hatte ich nicht mehr so krass Lust dran zu schrauben, weil das natürlich schon krass ist, so an sich, wenn halt gerade ein Auto, wo du sehr viel Liebe, Arbeit und Geld reingesteckt hast, dann damit sowas passiert. Ich habe auch gehofft, dass ich niemals so ein Video machen werde oder dass ich jemals so ein Video machen muss. Ich habe ja gerade schon ein bisschen hinten gesehen, wie es jetzt aussieht. Ich werde jetzt gleich, also jetzt in ein paar Sekunden, einmal rumgehen und dann euch eben zeigen, wie der MX5 jetzt aussieht. Und danach werde ich einmal erzählen, was jetzt Sache ist, wie es mit dem MX5 weitergeht und allgemein, was mit dem MX5 passiert und wie es jetzt auch mit YouTube weitergeht, sage ich jetzt mal. Das werde ich jetzt euch alles eben zeigen und dann werde ich gleich nochmal danach irgendwas sagen. Jetzt werde ich mal ganz kurz zeigen, wie der MX5 jetzt aussieht. Übrigens, hier steht der MX5 und dann hier daneben steht einmal der EX7. Den werde ich noch später abdecken, also noch einmal sauber machen und dann abdecken. Aber gehen wir mal hier rein ins Zelt. Und hier sieht man den Motorraum, den ich frisch und schön gemacht habe. Hier ist noch irgendwie so ein bisschen Dreck drauf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist irgendwie so, als wenn das da drauf geschmolzen wäre. Ich weiß nicht ganz genau. Muss ich noch mal gucken, ob ich das runterwaschen kann oder runterkratzen kann. Der hat relativ wenig abbekommen, wenn man dann hier rüber geht. Hier, das ist auch einfach nur dreckig. Hier ist auch noch so ein bisschen Staub auf dem MX5 drauf. Das sieht man gerade hier oben. Das kommt einfach daher, da ich hier gestern drin lackiert habe. Beim Lexus etwas. Deswegen, da ist so ein bisschen Staub drauf, aber das kannst du einfach so runterwischen. Und der MX5 muss so oder so, muss der neu lackiert werden. Deswegen, das ist ein bisschen Staub, einfach ein bisschen Klarlack und ein bisschen an sich Lack. Den kann man aber einfach so runter tun. Den ersten Schaden sieht man schon hier vorne. Da hat sich die Dichtung ein bisschen verabschiedet und hier vorne und hier ist die Scheibe gerissen. Wenn man hier rüber geht, sieht man noch, dass da alles an sich relativ gut ist. Hier habe ich das mal abgeklebt, damit da nichts reinfliegt, weil der stand auch eine längere Zeit hier draußen ohne dieses Zelt. Wenn man dann weiter hier hinten geht, sieht man dann schon, dass da etwas fehlt. Und zwar ist höchstwahrscheinlich durch die Hitze die Heckscheibe einmal komplett gerissen und hat sich dann in den in den Innenraum verabschiedet. Hier vorne ist ja auch diese Abdeckung, die ich hatte, beziehungsweise dieser Teppich, den ich hatte, der hat sich auch einmal komplett zusammengeschrumpelt und ist geschmolzen. Hier an sich sieht das noch einigermaßen vernünftig aus. Hier hatte ich gerade die Sachen aufgeschnitten. Also da, weil ich das eigentlich nochmal zuschweißen wollte, beziehungsweise nochmal neu machen wollte. Hier unten hängt auch irgendwas drunter. Ich glaube, dass die Abdeckung für da oben den Kraftstofffilter, wo der normalerweise hängt. Ich glaube, die Leitung hat sich einmal, beziehungsweise das Plastik hat sich da einmal komplett verabschiedet. Hier ist auch die Handbremsenleitung. Da hat sich oben auch die Plastikummantelung hat sich auch komplett verabschiedet. Kraftstofftank hatte ich nicht mehr drunter. Den hatte ich ja, ich glaube, in einem Video mal ausgebaut. Ich weiß gar nicht, ob das noch gekommen ist. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, der hat sich komplett verabschiedet, beziehungsweise nicht verabschiedet, der war halt einfach nicht drin. Und deswegen ist dieses Auto höchstwahrscheinlich auch nicht komplett in Feuer aufgegangen. Ja, wenn man dann weitergeht, hier ist einmal zum besseren Transport das Rücklicht rausgenommen worden. Und wenn man dann hier so einmal rüber geht, wird es dann um einiges schlimmer. Ich muss mich hier ein bisschen da vorbeikämpfen. So, wenn man dann hier so hingeht, sieht das Ganze schon nicht mehr so schön aus wie auf der anderen Seite. Wie man gesehen hat, hier hat alles gebrannt und hier vorne hat alles gebrannt. Also hier das Hardtop, da ist kaputt, die Tür ist auch kaputt. Ja, an sich sieht nicht wirklich schön aus. Innenraum zeige ich euch gleich. Dann kann man nochmal hier runter gucken. Hier ist auch alles verrostet. Hier hatte ich das auch schon fertig geschweißt, also komplett die Naht zugemacht, beziehungsweise die Seite hier zugemacht. Ist nicht schön geschweißt, aber hält. Hier ist auch alles kaputt und hier vorne, ich weiß gar nicht, wenn man da jetzt ein bisschen reinzoomt, kann man sehen, dass der Rahmen, also das hier sich, also die Rahmenstrebe oder wie sich das auch immer nennt, da hat sich jetzt nicht viel Feuer dran gesetzt. Deswegen will ich hoffen, dass sich im Prinzip nur diese Außenhaut einmal komplett verzogen hat oder beziehungsweise verbrannt ist. Dass sich verzogen hat, kann man hier relativ gut sehen im Kofferraumdeckel. Der Kofferraumdeckel ist jetzt auch zu. Ich kriege den auch leider nicht mehr auf, weil ich habe den einmal zugemacht. Und da
hier alles komplett verbrannt ist. Kann ich den jetzt auch schwer aufmachen. Ich kann mal versuchen, den irgendwie aufzuziehen. Vielleicht funktioniert das. Oh, krass. Ja, funktioniert doch. So, wundert mich, dass der doch wohl aufgeht. Aber ich denke mal, das Schloss funktioniert auch nicht mehr so komplett. Hier liegt auch das Rücklicht, was normalerweise hier vorne hinkommt. Hier hatte ich keine Sachen mehr drin. Also da vorne war keine Leitung mehr dran oder sowas. Das ist also nicht geschmolzen. Aber ich muss das komplett einmal hier in Mitte einmal komplett neu machen. Alles komplett verrostet. Alles komplett im Arsch. Und da will ich mal hoffen, dass man das irgendwie wieder hinkriegt. Hier, Kabel bauen, natürlich auch komplett kaputt. Hier war aber schon alles an sich raus, also auch keine Batterie mehr drin. Das hier war mal so ein kleines Switch-Panel, ich glaube für die Zentralverriegelung, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Beziehungsweise nicht ein Switch-Panel, so eine Anschlussbox oder sowas. Ja, aber wie ihr hier seht, das ist nicht mehr so fein. Das ist uncool. Ja, mach ich mal vorsichtig wieder zu. So, Spoiler, natürlich auch komplett geschmolzen. Den kriegt man aber zum Glück noch wieder. Zwar nicht von KG Works, aber von SPS kriegt man da so eine Sache jetzt nicht Nachmache, aber so ein Nachbauding. Genauso wie hier unten der Seitenschweller. Den hatte ich auch noch dran. Der ist auch komplett geschmolzen. Dem ging es auch nicht mehr so gut. Hier auch alles kaputt. Der hier, den behalte ich, weil der hat... okay, da muss ich noch mal gucken, ob da irgendwas mit ist, ob der sich irgendwie verbogen hat oder sowas. Aber an sich sieht das so aus, als wenn er einfach nur dreckig wäre. Hier sieht man auch nochmal die kleinen Überreste von der Folie, die ich oben drauf hatte. Aber jetzt kommen wir zum Innenraum, der zum Glück nicht so viel abgekriegt hat. Hier die Tür ist natürlich komplett kaputt. Ich versuche die jetzt mal aufzumachen. Doch, ging doch wohl. Die Tür, die Innenpappe ist natürlich kaputt, aber das habe ich ja sowieso selber gemacht, deswegen das ist nicht das große Problem. Ansonsten kannst du die Tür aber komplett wegschmeißen. Die Scheibe ist natürlich auch gebrochen und ja, das hier ist auch komplett kaputt, da kannst du auch nicht mehr benutzen. Ja, die muss sowieso weg, aber die kriegt man ja noch neu, das ist das Gute, genauso wie beim Kofferraumdeckel oder hier vorne. Das kriegt man ja noch gebraucht, deswegen das ist nicht so schlimm. Das Blöde ist halt das hier, das kriegst du halt nicht mehr so gut. Innenraum sieht an sich gar nicht so scheiße aus. Natürlich hier ist noch überall Glas, das muss ich noch alles sauber machen, bevor ich da überhaupt beigehe. Also bevor ich da überhaupt irgendwas ausbaue. Und hier vorne sieht man auch, dass das nicht mehr so schön ist. Aber ich will noch hoffen, dass die Anzeigen, gerade die Anzeige hier oben, weil die echt arschteuer ist, dass die noch alles funktioniert. Ja, aber ansonsten so einen kleinen Blick rein. Das sieht nicht mehr so super aus. Der Sitz, also der Fahrersitz war ja sowieso ausgebaut. Der Sitz hat nichts abgekriegt, der Fahrersitz hat an sich auch nichts abgekriegt. Das Einzige, was am Innenraum noch wirklich was abgekriegt hat, ist hier oben die Sonnenblende. Und die mal fokussiert. Da fokussiert gar nichts, weil es glaube ich zu hell ist. Ja, die hat ein bisschen was abgekriegt, aber jetzt auch nicht so stark. Hier ist nochmal die Seitenscheibe. Die Dichtungen sind auch alle kaputt. Und hier hat man dann nochmal die Frontscheibe, die auch einigermaßen kaputt ist. Also muss halt neu, weil hier ist kaputt und da ist komplett gerissen. An sich, so Unterboden, sieht noch ganz normal aus. Also gerade von vorne sieht es noch ganz normal aus. Da sind jetzt nicht die großen Probleme. Gut, dann werde ich euch jetzt nochmal ein bisschen was erklären, was ich jetzt machen werde, was ich gerade schon ein bisschen gesagt habe, aber ja, was ich noch machen werde und was noch auf euch so zukommen wird im Thema MX5 bzw. YouTube-Kanal. Deswegen, ich schmeiße euch eben wieder aufs Stativ und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da habt ihr das gerade gesehen, der MX5 sieht jetzt nicht mehr so gut aus, wie er mal aussah. Ja, aber wie mache ich jetzt weiter, wie werde ich jetzt weiter mit dem MX5 weitermachen oder ob ich überhaupt mit dem MX5 weitermache. An sich, die klügere Variante wäre es, oder ja, die klügere Variante und die höchstwahrscheinlich auch kostengünstigere Variante wäre, man kauft sich ein anderes Chassis, sprich irgendwie ein Chassis, was gerade ausgeschlachtet wird oder irgendein MX5, der gerade günstig angeboten wird, wenn es noch einen gibt. Dann nimmt man das Chassis von dem anderen Auto, tauscht das hier aus, sprich das hier nimmt man dann und, keine Ahnung, schmeißt in Müll, in Schrott, stellt sich irgendwo hin, irgendwie sowas. Und dann geht man hin und nimmt das andere Chassis und baut da alles drin auf und sowas. Das wäre an sich die kluge Variante und die kostengünstige Variante. Aber da ich genau die nicht machen möchte, werde ich hingehen und das Chassis hoffentlich wieder soweit aufbauen. Ihr seht ja schon unten, dass ich hier vorne den Achsträger drunter habe. Die Aufnahmen gerade eben, die ich euch gezeigt habe, wo ich einmal um MX5 rumgegangen bin, die sind auch schon ein paar Monate alt. Deswegen, hier habe ich schon ein bisschen weiter gemacht. Ja, den MX5 möchte ich soweit wieder aufbauen. Ich habe hinten und vorne schon die Achsträger drunter gebaut. Hinten auch eigentlich ganz gut, weil ich dann gesehen habe, weil ich hatte ja erst Angst, dass es sich hinten so ein bisschen verzogen hat, weil das Feuer da ja irgendwie drunter gezogen ist und irgendwie drauf und so, keine Ahnung, wie das da genau gebrannt hat. Ja, aber da habe ich schon unten den hinteren Subframe drunter gehauen und da sind ja so drei
Löcher, womit man das unten an dem Rahmen dran macht. Also den Subframe zum Rahmen. Und die passen auch ohne Probleme. Also die kann ich einfach drauf stecken und dann reinschrauben. Deswegen denke ich mal, dass der nicht irgendwie verzogen ist hinten. Ich werde ihn aber im Endeffekt nochmal komplett vermessen lassen. Und dann gucken, ob der Rahmen bzw. das Chassis noch komplett gerade ist. Und dann werde ich den wieder aufbauen. Wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Weil ich glaube nicht, dass es so unfassbar leicht ist, den MX-5 wieder aufzubauen. Beziehungsweise das Seitenteil, beziehungsweise Kofferraum-Seitenteil und noch ein bisschen hier von der Tür und sowas. Ich glaube nicht, dass das unbedingt einfach wird, den wieder aufzubauen, und das dauert höchstwahrscheinlich auch sehr, sehr lange. Aber ich will es machen, weil das Chassis mir halt wirklich viel bedeutet. Da habe ich, ja, das war das erste Auto, woran ich wirklich geschraubt habe, und damit habe ich halt alles gelernt, was ich an Autos an sich gelernt habe. Also da habe ich halt mein ganzes Wissen über Autos her. Natürlich habe ich da noch mit ein paar sehr tolle Leute kennengelernt und natürlich auch noch den YouTube-Kanal hier aufgebaut. Deswegen, ich will das Auto unbedingt wieder aufbauen, weil es mir sehr, sehr viel bedeutet. Und ja, deswegen werde ich höchstwahrscheinlich von einem Spenderfahrzeug irgendwie das hintere Seitenteil nehmen. Oder am besten halt ein ganzes Chassis und dann hinten das rausteilen oder raustrennen. Am besten dann irgendeins, was verunfallt ist, weil ich möchte eigentlich nicht einen perfekt guten MX-5 auseinander, ja, sägen. Ja, und da wir jetzt gerade bei einem Schlachter oder sowas wären, falls irgendjemand von euch da draußen noch einen Schlachter hat, irgendwie, keine Ahnung, wo Front kaputt ist oder den ihr sowieso schon ausgeschlachtet habt und nur das Chassis über habt, oder ja, irgendein MX-5, den ihr nicht mehr braucht und den irgendwie günstig abzugeben habt, und hinten das Seitenteil noch vernünftig ist, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, weil, ich sag mal so, ich brauche jetzt einen. Meiner ist nicht mehr so gut. Deswegen, falls da irgendjemand da draußen ist, der gerade einen schlachtet oder der, keine Ahnung, vorne komplett kaputt ist, verzogen ist oder so. Vielleicht ist ja auch einer, der vorne gebrannt hat und nicht hinten. Ja, wenn ihr irgendwie sowas habt, dann schreibt mich mal gerne an. Ansonsten, wenn ich keinen finde, gucken, ob eBay Kleinanzeigen oder sowas irgendwie was hergibt und ich da einen MX-5 günstig kriegen kann. Und dann wird das ganze Seitenteil hinten ausgetauscht und dann werde ich hoffentlich irgendwann mal wieder so weit sein, dass ich den MX-5 wieder neu aufbauen kann. Was passiert jetzt mit den Videos? Die Videos werden natürlich jetzt erstmal ein bisschen länger nicht mehr kommen. Ich habe ein Video über den den Lexus habe ich schon im Prinzip fertig. Das wird jetzt auch irgendwann mal kommen. Über den EX8 habe ich auch noch ein Video. Aber jetzt über den MX-5, da werden erstmal, bis ich einen Schlachter gefunden habe, erstmal, ja, weniger Videos kommen. Ich versuche trotzdem noch irgendwie alle 1 bis 2 Monate ein Video rauszubringen. Ob es klappt, weiß ich nicht, weil, naja, ich bin jetzt halt ein bisschen limitiert, ne? Ich werde mich da auf jeden Fall dranhängen, dass ich da so oft wie möglich Videos machen kann. Ja, dann würde ich sagen, war's das jetzt erstmal. Ich will hoffen, dass ich nicht nochmal irgendwie so ein Video machen muss, weil das ist nicht schön. Sage ich so, wie es ist. Das ist echt nicht schön. Gut, dann würde ich sagen, auch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich in 1 bis 2 Monaten oder sowas wieder zu einem neuen Video. Höchstwahrscheinlich über dem Lexus. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.